Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Jahrhundertelang haben die großen Pyramiden von Gizeh ihre Geheimnisse gehütet. Aber das größte Geheimnis liegt nicht über der Erde, sondern tief darunter begraben. Mit fortschrittlichen LiDAR-Scans haben Forscher eine riesige Megastruktur entdeckt, die sich kilometerweit unter der großen Pyramide erstreckt. Diese schockierende Entdeckung könnte alles, was wir über die altägyptische Technik, Architektur und sogar über ihr Verständnis von Energie wissen, umschreiben. Was genau verbirgt sich also unter diesen legendären Monumenten? Und könnte dies der Schlüssel zum größten Rätsel der Geschichte sein? Bahnbrechende Entdeckung unter der Pyramide. Seit Jahrtausenden erhebt sich die große Pyramide von Gizeh über der Wüste. Ein ewiges Rätsel, das Gelehrte, Forscher und Träumer gleichermaßen fasziniert hat. Wie wurde sie erbaut? Welche Geheimnisse birgt sie noch? Es gibt viele Theorien, von verschollenen Technologien bis hin zu vergessenen Zivilisationen. Aber nichts hätte die Forscher auf die verblüffende Enthüllung der letzten Jahre vorbereiten können. Eine, die alles in Frage stellt, was wir über dieses antike Wunder zu wissen glaubten. Mit Hilfe der hochmodernen Myonentomographie, einer revolutionären Bildgebungstechnik, die es ermöglicht, ohne Ausgrabung durch massives Gestein zu blicken, haben Wissenschaftler einen riesigen Hohlraum unter der großen Pyramide freigelegt. Doch dies ist kein gewöhnlicher leerer Raum. Die Struktur erscheint viel zu groß und absichtlich, um eine einfache Höhle oder eine natürliche Formation zu sein. Stattdessen deutet es auf etwas viel Faszinierenderes hin. Ein unterirdisches Bauwerk von unbekanntem Zweck und schwindelerregender Größe, das sich tief unter dem Sand von Gizeh erstreckt. Könnte es sich um einen verlorenen unterirdischen Komplex, eine uralte verborgene Kammer oder etwas noch Außergewöhnlicheres handeln? Seit Jahrzehnten suchen Archäologen auf dem Gizeh-Plateau nach Hinweisen auf vergessene Strukturen unter der Oberfläche. Jetzt hat die Wissenschaft zum ersten Mal einen Blick in die unsichtbaren Tiefen darunter geworfen. Diese Entdeckung hat die Spekulationen über den wahren Zweck der Pyramiden, die Fähigkeiten der alten Ägypter und darüber, ob die Geschichte nur an der Oberfläche dessen gekratzt hat, was unter einem der größten architektonischen Wunderwerke der Welt verborgen liegt, neu entfacht. Während die Forscher versuchen, das Geheimnis zu lüften, steht vor allem eine Frage im Raum. Was haben die Alten unter der großen Pyramide gebaut? Und warum? Die Pyramiden selbst sind zwar beeindruckend, aber oft von Geheimnissen umhüllt. Während das Innere der großen Pyramide ausgiebig erforscht und ihre Kammern gründlich kartiert wurden, ist der Bereich unter der Pyramide weitgehend unerforscht geblieben. Schon seit Jahren gab es Gerüchte über verborgene Kammern unter den Pyramiden. Doch bis zur Entwicklung der Myonentomographie blieben diese spekulativ. Die rätselhafte Leere, eine verborgene Stadt oder etwas mehr. Was diese jüngste Entdeckung so bemerkenswert macht, ist die Tatsache, dass es sich nicht nur um eine kleine, isolierte Kammer oder einen versteckten Tunnel handelt. Die von den Myonen aufgedeckte Struktur scheint eine ausgedehnte Monumentalkonstruktion zu sein, die weitaus beeindruckender ist als alles, was an der Oberfläche zu sehen ist. Wissenschaftler spekulieren nun, dass es sich um einen Teil eines riesigen unterirdischen Komplexes handeln könnte, der in der altägyptischen Weltanschauung eine wichtige Funktion gehabt haben könnte. Das Vorhandensein dieser Struktur unter der großen Pyramide wirft zahlreiche Fragen auf. Wozu könnte sie gedient haben? Warum war sie unter den Pyramiden versteckt? Könnte sie ein Grabkomplex, ein Ort der Anbetung oder vielleicht sogar ein Zentrum für die antike Energieerzeugung gewesen sein? Diese Fragen haben einige dazu veranlasst, zu vermuten, dass die Megastruktur einen bestimmten Zweck gehabt haben könnte, der mit den Pyramiden selbst zusammenhing. Die Vorstellung von den Pyramiden als Zentren der Macht und Energie ist seit Jahrzehnten Gegenstand von Spekulationen. Die alten Ägypter waren für ihre fortschrittlichen Kenntnisse in Mathematik, Astronomie und Technik bekannt. Es ist nicht weit hergeholt, sich vorzustellen, dass sie auch Kenntnisse über Energiemanipulation besaßen. Etwas, das mit dieser neu entdeckten unterirdischen Struktur in Verbindung stehen könnte. Könnte diese Megastruktur eine Energiequelle oder vielleicht ein Teil eines Netzwerks gewesen sein, das Energie für die alten Ägypter erzeugte und speicherte? Um dies zu verstehen, müssen wir uns die Architektur der Pyramiden selbst genauer ansehen. Die große Pyramide zum Beispiel ist mit bemerkenswerter Präzision gebaut. Die 4 Seiten der Pyramide sind nahezu perfekt auf die Himmelsrichtungen Nord, Süd, Ost und West ausgerichtet. Die Konstruktion der Pyramiden beinhaltet auch fortschrittliche mathematische Verhältnisse, einschließlich des goldenen Schnitts, was darauf hindeutet,
dass die alten Ägypter in Geometrie und Physik sehr bewandert waren. Einige Forscher haben vorgeschlagen, dass die Pyramiden so konstruiert wurden, dass sie bestimmte natürliche Kräfte, wie das Magnetfeld der Erde oder sogar die Kraft der Sonne, nutzbar machen. Die Entdeckung einer massiven Struktur unter den Pyramiden könnte auf ein noch komplizierteres System hindeuten, in dem Energie nutzbar gemacht und tief unter der Erde gespeichert wurde, weit weg von den neugierigen Augen der Grabräuber und der Zeit. Wir müssen auch die Geschichte der Pyramiden selbst berücksichtigen. Das architektonische Genie der Pyramiden. Die große Pyramide wurde während der 4. Dynastie des Alten Reiches, etwa 2580 bis 2560 vor Christus, erbaut. Der Bau der Pyramide war ein gewaltiges Unterfangen, das die Koordination von Tausenden von Arbeitern über viele Jahre hinweg erforderte. Die Präzision und das Ausmaß des Projekts lassen darauf schließen, dass die alten Ägypter über fortschrittliche Kenntnisse in den Bereichen Architektur, Technik und möglicherweise auch Energiemanipulation verfügten. Wenn die Pyramiden nicht nur Gräber waren, sondern auch als Teil eines größeren Systems zur Energieerzeugung, Speicherung oder Verteilung konzipiert waren, dann könnte die Entdeckung dieser Megastruktur unsere Wahrnehmung der altägyptischen Welt völlig verändern. Es stellt sich natürlich die Frage, warum ein so großes unterirdisches Bauwerk unter einem der berühmtesten Denkmäler der Welt verborgen sein sollte. Könnte es absichtlich verborgen worden sein? Mehrere Theorien legen nahe, dass die alten Kulturen, darunter auch die Ägypter, ihr heiliges Wissen sehr gut geschützt haben. Wenn es sich bei diesem unterirdischen Komplex um eine Quelle der Macht oder eine Stätte von tiefer religiöser Bedeutung handelte, wurde er möglicherweise absichtlich vor der Öffentlichkeit verborgen, um Missbrauch zu verhindern. Dies könnte auch erklären, warum das Bauwerk Jahrtausende lang vergraben blieb und erst jetzt mit Hilfe moderner Technologie freigelegt wird. Neben dem Potenzial zur Energiegewinnung glauben einige Forscher, dass die unterirdische Struktur auch einen religiösen oder spirituellen Zweck gehabt haben könnte. Die alten Ägypter glaubten an das Konzept des Lebens nach dem Tod. Und die Pyramiden selbst wurden als Portale zum Reich der Götter angesehen. Die Vorstellung, dass es unter den Pyramiden ein riesiges Netz von Kammern und Tunneln geben könnte, steht im Zusammenhang mit dem Glauben, dass diese Monumente nicht nur Gräber, sondern auch spirituelle Leitungen waren. Könnte diese Megastruktur ein Teil des ägyptischen Religionssystems gewesen sein? Ein heiliger Raum, in dem Rituale durchgeführt oder den Göttern Opfergaben dargebracht wurden? Die Entdeckung einer solch enormen Struktur unter den Pyramiden ist nicht nur wegen der Erkenntnisse über die technologischen Fähigkeiten des alten Ägyptens aufregend, sondern auch wegen der weitreichenderen Auswirkungen auf die Erforschung der alten Zivilisationen. Wenn dieser unterirdische Komplex so groß und ausgeklügelt ist, wie die Wissenschaftler glauben, könnte er Einblicke in die soziale, religiöse und politische Struktur des alten Ägyptens geben. Die Tatsache, dass dieses Bauwerk so lange verborgen geblieben ist, wirft auch die Frage auf, welche anderen Geheimnisse noch unter der Oberfläche des Gizeh-Plateaus verborgen sein könnten. Gibt es weitere verborgene Kammern, Tunnel oder sogar ganze Städte, die darauf warten, entdeckt zu werden? Diese Entdeckung veranlasst uns auch, die Beziehung zwischen den alten Ägyptern und anderen antiken Zivilisationen zu überdenken. Im Laufe der Jahre sind viele Theorien aufgetaucht. Die besagen, dass die Ägypter von anderen Hochkulturen beeinflusst wurden, möglicherweise sogar von Zivilisationen, die in der Geschichte verloren gegangen sind. Die Entdeckung dieser Megastruktur könnte diese Theorien untermauern und darauf hindeuten, dass das alte Ägypten Teil eines größeren Netzwerks von Zivilisationen mit fortgeschrittenen Kenntnissen in den Bereichen Architektur, Technik und Energie war. Könnte dieser unterirdische Komplex Teil eines größeren zusammenhängenden Systems antiker Machtstrukturen sein, das sich über die ganze Welt erstreckte? Das Potenzial für künftige Entdeckungen in Ägypten und anderen antiken Städten rund um den Globus ist aufregend zu betrachten. Die laufenden Forschungen und die Erkundung der Megastruktur unter den Pyramiden stehen erst am Anfang. Die Zukunft der Erforschung und wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Wissenschaftler und Archäologen nutzen die neuesten Technologien, um das Gebiet zu scannen und detailliertere Karten des unterirdischen Komplexes zu erstellen. Wir haben zwar nur an der Oberfläche dieser Entdeckung gekratzt, aber es ist klar, dass die Funde das Potenzial haben, unser Verständnis der alten ägyptischen Zivilisation zu revolutionieren. Je mehr Daten gesammelt und je mehr neue Theorien entwickelt werden,
desto mehr können wir über den Zweck und die Funktion dieser verborgenen Megastruktur herausfinden. Eines ist sicher: Die Entdeckung dieser gewaltigen Struktur unter den ägyptischen Pyramiden ist eine monumentale Leistung auf dem Gebiet der Archäologie. Sie stellt alles in Frage, was wir über die alten Ägypter zu wissen glaubten, und eröffnet uns eine völlig neue Welt der Möglichkeiten. Von uralten Energiesystemen bis hin zu heiligen Räumen. Die verborgene Welt unter den Pyramiden ist voll von ungenutztem Potenzial und Geheimnissen. Wenn wir diese Entdeckung weiter erforschen, werden wir möglicherweise feststellen, dass der wahre Zweck der Pyramiden und der sie umgebenden Strukturen weitaus komplexer und weitreichender ist, als wir uns jemals vorgestellt haben. Die unter den ägyptischen Pyramiden entdeckte Megastruktur ist nicht nur ein archäologischer Durchbruch, sondern auch ein Schlüssel zur Entschlüsselung der Geheimnisse einer der ältesten und rätselhaftesten Zivilisationen der Welt. Je mehr wir erfahren, desto mehr werden wir vielleicht verstehen, dass die Pyramiden nicht nur architektonische Wunderwerke waren, sondern auch entscheidende Komponenten eines viel größeren Systems, das unser gesamtes Verständnis der antiken Geschichte neu definieren könnte. Die Geheimnisse der Pyramiden sind noch nicht gelöst, und mit jeder neuen Entdeckung entfaltet sich die Geschichte des alten Ägyptens auf eine Weise, die niemand vorhersehen konnte. Welche weiteren Geheimnisse sich unter der Oberfläche verbergen, wird nur die Zeit zeigen. Bei der weiteren Erforschung der Auswirkungen der Megastruktur, die unter den ägyptischen Pyramiden entdeckt wurde, müssen wir unseren Blick über die unmittelbare Entdeckung hinaus erweitern und beginnen, den weiteren Kontext zu verstehen. Einer der faszinierendsten Aspekte dieser Enthüllung ist, dass sie auf eine noch tiefere Verbindung zwischen dem alten Ägypten und anderen Kulturen hinweist, die bereits vor Tausenden von Jahren existierten. Könnte es ein globales Netzwerk von Zivilisationen gegeben haben, die ein tiefes Verständnis von Architektur, Energie und vielleicht sogar kosmischen Kräften teilten? Gab es eine fortgeschrittene globale Gesellschaft, die wir noch nicht vollständig erforscht haben, zu der auch die alten Ägypter gehörten? Um die Bedeutung dieser Entdeckung zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, wie fortschrittlich die alten Ägypter in Bezug auf ihre technischen Fähigkeiten waren. Der Bau der großen Pyramide zum Beispiel hat Historiker und Ingenieure jahrhundertelang vor ein Rätsel gestellt. Es handelt sich um eine monumentale Leistung in Bezug auf Präzision, Geometrie und Größe. Die Tatsache, dass diese Entdeckung unter einem so ausgeklügelten Bauwerk gemacht wurde, deutet darauf hin, dass die alten Ägypter nicht nur in der Lage waren, große architektonische Wunder über der Erde zu errichten, sondern auch ebenso komplexe Strukturen unter der Oberfläche zu schaffen. Diese unterirdischen Kammern und Netze wurden eindeutig in die Gesamtgestaltung des Pyramidenkomplexes integriert, was auf eine sehr viel zielgerichtetere und ausgeklügeltere Herangehensweise sowohl an das Bauwerk als auch an seine Umgebung hindeutet. Die geheimnisvolle unterirdische Struktur darunter. Eine der unmittelbarsten Fragen, die die Entdeckung dieser unterirdischen Megastruktur aufwirft, ist die nach ihrem Zweck. Da die große Pyramide von Gizeh für das Grab des Pharaos Cheops gebaut wurde, scheint es unwahrscheinlich, dass die unterirdischen Kammern direkt mit dem Grab verbunden waren. Welchen anderen Zwecken konnte dieser Komplex dienen? War er ein zeremonieller Raum, ein Ort für religiöse Rituale oder vielleicht sogar ein Ort für etwas ganz anderes? B. Für die Energieerzeugung oder Übertragung. Einige Forscher haben die These aufgestellt, dass diese unterirdische Struktur Teil eines Energiesystems gewesen sein könnte, das eng mit den Pyramiden selbst verbunden war. Die Idee, dass die große Pyramide als Energiequelle gedient haben könnte, ist nicht neu. Jahrzehntelang haben Forscher und Theoretiker spekuliert, dass die Ägypter mit ihrem fortgeschrittenen Verständnis von Geometrie und Materialien in der Lage gewesen sein könnten, Energie auf eine Weise zu nutzen, die die moderne Wissenschaft gerade erst zu verstehen beginnt. Könnten die Pyramiden so konstruiert worden sein, dass sie Energie aus den natürlichen Kräften der Erde erzeugen und kanalisieren? Oder vielleicht sogar kosmische Energie anzapfen? Diese Theorie beruht auf der Beobachtung, dass die Dimensionen der großen Pyramide mit außerordentlicher Präzision ausgerichtet sind. Die Seiten der Pyramide sind fast genau auf die Himmelsrichtungen ausgerichtet, und ihre Basis ist fast eben, trotz des unebenen Geländes, auf dem sie errichtet wurde. Einige Theoretiker vermuten, dass diese Konstruktionsmerkmale dazu gedacht sein könnten, elektromagnetische oder andere Arten von Energie nutzbar zu machen.
Die Entdeckung einer massiven unterirdischen Struktur unter der großen Pyramide heizt diese Spekulationen nur noch weiter an. Könnte der unterirdische Komplex Teil eines Systems gewesen sein, das diese Energie auffing, speicherte und verteilte? Die Vorstellung, dass die Pyramiden als Energieerzeuger fungieren, hängt mit dem Konzept der sogenannten verlorenen Technologien der alten Zivilisationen zusammen. Viele Forscher glauben, dass antike Gesellschaften, darunter auch die Ägypter, über fortschrittliches Wissen über Energiesysteme verfügten, das im Laufe der Zeit verloren ging, entweder durch Naturkatastrophen, den Zusammenbruch der Gesellschaft oder die bewusste Verheimlichung dieses Wissens durch elitäre Gruppen. Wenn die unterirdische Struktur unter der großen Pyramide tatsächlich Teil eines solchen Energiesystems war, könnte sie einen bedeutenden Durchbruch in unserem Verständnis der antiken Technologie darstellen. Und wenn dieses Wissen wiederentdeckt würde, könnte es möglicherweise zu neuen und bahnbrechenden Energielösungen für die moderne Welt führen. Einer der faszinierendsten Aspekte der Entdeckung dieser unterirdischen Struktur ist die Art und Weise, wie sie das traditionelle Bild der altägyptischen Gesellschaft in Frage stellt. Historisch gesehen sind die alten Ägypter vor allem für ihre monumentale Architektur bekannt, darunter die Pyramiden, Tempel und Gräber. Diese Bauwerke wurden oft in erster Linie als religiöse oder königliche Symbole betrachtet, die die Macht der Pharaonen und ihre Verbindung zu den Göttern repräsentierten. Die Entdeckung dieses Komplexes unter den Pyramiden zwingt uns jedoch dazu, die Rolle der Pyramiden in der altägyptischen Gesellschaft neu zu überdenken. Waren die Pyramiden lediglich Grabmäler und Machtsymbole, oder waren sie auch Teil eines komplexeren Systems von Wissen und Technologie, das die Grenzen der religiösen und königlichen Sphäre überschritt? Um die Bedeutung dieser Entdeckung voll und ganz zu verstehen, ist es wichtig, die Rolle der Pyramiden im breiteren Kontext der altägyptischen Religion und Kosmologie zu untersuchen. Die alten Ägypter glaubten an ein komplexes Pantheon von Göttern und Göttinnen, von denen viele mit kosmischen Kräften und Naturphänomenen verbunden waren. Die Pyramide selbst wurde als Symbol des Urhügels gesehen, der aus den Wassern des Chaos auftauchte, als Darstellung der Schöpfung der Erde und der göttlichen Ordnung des Universums. Die Vorstellung, dass die Pyramiden eine funktionelle Rolle bei der Energieerzeugung oder Übertragung gespielt haben könnten, fügt sich in dieses umfassendere Weltbild ein. Wenn die Pyramiden als Symbole der göttlichen Ordnung und der kosmischen Kräfte angesehen wurden, ist es möglich, dass sie auch entworfen wurden, um mit diesen Kräften auf einer praktischen Ebene zu interagieren, vielleicht um Energie nutzbar zu machen, mit den Göttern zu kommunizieren oder sich sogar mit Himmelskörpern auszurichten. Verlorene Technologien und ihre Auswirkungen auf die moderne Wissenschaft. Die Entdeckung des unterirdischen Bauwerks unter der großen Pyramide wirft auch Fragen zu den Methoden auf, die die alten Ägypter bei der Erzielung eines solchen Kunststücks anwandten. Der Bau der Pyramiden ist bereits eine beeindruckende Leistung. Aber die Tatsache, dass die Ägypter in der Lage waren, einen so ausgedehnten unterirdischen Komplex mit solcher Präzision zu bauen, deutet darauf hin, dass sie über ein fortgeschrittenes Verständnis von Ingenieurs- und Bautechniken verfügten, das wir noch nicht vollständig verstanden haben. Wie haben sie massive Steine transportiert, komplizierte Kammern gemeißelt und ein Netz von Tunneln und Gängen tief unter der Erdoberfläche angelegt? Um diese Fragen zu beantworten, ist es wichtig, die Werkzeuge und Techniken zu betrachten, die die alten Ägypter verwendet haben könnten. Während viele ihrer Baumaterialien und Methoden ein Geheimnis bleiben, wissen wir, dass die Ägypter im Umgang mit einfachen Werkzeugen wie Kupfersägen und Meißeln sowie mit komplexeren Techniken wie Rampensystemen und Hebeln geübt waren. Es ist möglich, dass die Ägypter auch fortgeschrittene Techniken verwendeten, die wir noch nicht entdeckt oder vollständig verstanden haben. Wenn die unterirdische Struktur tatsächlich Teil eines größeren Energiesystems war, ist es möglich, dass die Ägypter Prinzipien der Resonanz, des Magnetismus oder andere Kräfte nutzten, die wir erst jetzt in der modernen Wissenschaft zu erforschen beginnen. Die Größe des unterirdischen Komplexes deutet darauf hin, dass es sich nicht nur um eine temporäre oder experimentelle Struktur handelte, sondern um einen integralen Bestandteil des Pyramidenkomplexes selbst. Die Tatsache, dass diese Struktur so lange verborgen war, macht die Sache noch interessanter. Welche anderen verborgenen Strukturen oder Kammern könnten unter der Oberfläche des Gizeh-Plateaus begraben sein? Könnte es ganze Städte, Grab-Komplexe oder zeremonielle Stätten geben, die noch nicht entdeckt wurden?
Die Entdeckung dieser Megastruktur unter den Pyramiden eröffnet die Möglichkeit, dass die altägyptische Zivilisation viel mehr zu bieten hat, als wir derzeit wissen. Mit Blick auf die Zukunft sind die Auswirkungen dieser Entdeckung weitreichend. Das an der Forschung beteiligte Team von Wissenschaftlern und Archäologen plant bereits weitere Erkundungen des unterirdischen Komplexes. Mit Hilfe neuer Technologien wie Bodenradar, Drohnen und fortschrittlichen bildgebenden Verfahren können die Forscher das gesamte Ausmaß des Komplexes kartieren und seine genaue Funktion bestimmen. Es ist möglich, dass künftige Ausgrabungen noch mehr unglaubliche Funde zutage fördern und neue Einblicke in die Geheimnisse des alten Ägyptens bieten. Die globalen Auswirkungen. Einer der aufregendsten Aspekte dieser Entdeckung ist das Potenzial für disziplinübergreifende Forschung. Wenn Wissenschaftler, Archäologen und Ingenieure die Struktur unter den Pyramiden weiter erforschen, wird es wahrscheinlich zu einer zunehmenden Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachgebieten kommen. So können beispielsweise Forscher aus den Bereichen Energiewissenschaft, Geologie und Physik dazu beitragen, die Funktionsweise der Pyramiden und ihrer unterirdischen Anlagen zu verstehen. Eine solche interdisziplinäre Zusammenarbeit könnte nicht nur zu einem Durchbruch in unserem Verständnis der altägyptischen Zivilisation führen, sondern auch zur Entwicklung neuer Technologien für die moderne Welt. Die Entdeckung der unterirdischen Megastruktur unter den Pyramiden hat auch das Potenzial, das Interesse an der Erforschung alter Zivilisationen auf der ganzen Welt neu zu wecken. Wenn die alten Ägypter in der Lage waren, Energie auf eine Art und Weise zu nutzen, die wir noch nicht vollständig verstanden haben, ist es möglich, dass auch andere alte Kulturen auf der ganzen Welt über ähnliche Kenntnisse verfügten. Könnte es ein uraltes Netzwerk von Zivilisationen gegeben haben, die Informationen über Energie, Architektur und Technologie austauschten? Könnten die Pyramiden Teil eines viel größeren Systems sein, das sich über verschiedene Kulturen und Kontinente erstreckte? Die Antworten auf diese Fragen sind noch unbekannt. Aber die Entdeckung der unterirdischen Struktur unter der großen Pyramide ist ein Schritt zur Entschlüsselung einiger der tiefsten Geheimnisse unserer antiken Vergangenheit. Seit Jahrhunderten stehen die Pyramiden von Gizeh als stumme Wächter einer antiken Welt, deren wahrer Zweck sich im Sand der Zeit verliert. Waren sie nur Gräber? Großartige Denkmäler für die Toten oder etwas viel Rätselhafteres, etwas, das mit verlorenem Wissen, fortschrittlicher Technik und einem Verständnis von Energie jenseits unserer eigenen verbunden ist? Jetzt droht eine bahnbrechende Entdeckung alles, was wir zu wissen glaubten, umzukrempeln. Unter der großen Pyramide, die Jahrtausende lang verborgen war, liegt ein riesiges und geheimnisvolles Bauwerk, das unsere Vorstellung vom alten Ägypten für immer verändern könnte. Dies ist nicht nur eine weitere verborgene Kammer oder ein vergessener Durchgang. Diese Megastruktur, die durch modernste Scan-Technologie aufgedeckt wurde, deutet darauf hin, dass die alten Ägypter Kenntnisse über Konstruktion, Geometrie und sogar Energiemanipulation besaßen, die weit über das hinausgehen, was in der Geschichte überliefert ist. Mit jedem neuen technologischen Durchbruch schälen wir die Schichten des Geheimnisses ab und enthüllen eine Zivilisation, die weitaus komplexer und ausgeklügelter ist als bisher angenommen. Welche Geheimnisse liegen noch unter dem Gizeh-Plateau begraben? Welchem tieferen Zweck dienten diese gewaltigen Bauwerke? Eines ist sicher: Die Geschichte des alten Ägypten ist noch lange nicht abgeschlossen. Und wenn wir ihre Geheimnisse weiter enträtseln, werden wir vielleicht feststellen, dass die Geschichte selbst viel älter, seltsamer und außergewöhnlicher ist, als wir jemals zu glauben wagten. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Waren Sie schon einmal bei den Pyramiden? Glauben Sie, dass hier noch viele Geheimnisse verborgen sind, die darauf warten, von uns entdeckt zu werden? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit, indem Sie unten einen Kommentar hinterlassen. Vergiss nicht, uns zu liken und zu abonnieren, damit du keine weiteren spannenden Reisen verpasst. Auf Wiedersehen und wir sehen uns wieder.